Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch Omas klassischen Zwetschgenkuchen. Der muss unbedingt sein im Herbst, finde ich. Und zwar mit Streuseln und Mürbeteig. Also ein richtig tolles Oma-Rezept, ein klassisches Rezept. Ein Rezept, was man unbedingt im Herbst backen sollte, denn sonst ist der Herbst kein richtiger Herbst. Natürlich dann das Ganze mit einem Klacks frischer Sahne oben auf. Also das ist einfach ein Gedicht. Wir fangen an mit dem Mürbeteig, werden uns dann die Zwetschgen herrichten und dann noch die Streusel. Und dann ist das Ganze auch schon ofenfertig und kann gebacken werden. Und alle können sich versammeln und den Zwetschgenkuchen am besten noch lauwarm und mit Sahne genießen. Für den Mürbeteig geben wir uns das Mehl in eine Schüssel, den Zucker. Ich nehme da am liebsten Feinzucker, also feinsten Backzucker, 2 Tütchen Vanillezucker, 3 Teelöffel Backpulver, die zimmerwarme Butter, 2 große Eier, die abgeriebene Schale einer halben Zitrone brauchen wir und natürlich könnt ihr euch die Zitrone ganz abreiben und den Rest dann einfach auf dem Tellerchen trocknen lassen. Dann habt ihr immer Zitronenschale vorrätig, müsst die Schale nicht verschwenden. Entschuldigt bitte, wenn es nicht so ganz flüssig aussieht wie sonst. Die rechte Hand ist bei mir immer noch kaputt. Ich habe zwar jetzt die Fingerschienen nicht an, damit es nicht so scheußlich aussieht, aber ich muss ein bisschen aufpassen, kann nicht so schnell machen wie sonst. Also ungefähr die halbe Zitrone abreiben und dazugeben. Ich nehme jetzt eine Mischung aus Butter-Vanille-Aroma, Bittermandelaroma und Rumaroma. Da könnt ihr natürlich auch echten Rum verwenden. Und zwar geben wir uns dazu 5 Tropfen Butter-Vanille-Aroma. 1, 2, 3, 4, 5. 2 Tropfen Bittermandel und 6 Tropfen Rumaroma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duftet auf jeden Fall schon mal super gut. Das Ganze jetzt rasch miteinander verkneten, entweder mit den Händen, ich mache das natürlich jetzt nicht, oder mit den Knethaken oder mit der Rührmaschine. Dann natürlich auch den Knetrührer verwenden. So, wenn das Ganze so schön miteinander verknetet ist, dann gebe ich gerne noch mit der Hand den letzten Schliff. Das versuche ich jetzt mit links. Rechts geht es wirklich nicht so gut. Und dann kann das Ganze am besten in einer Box erstmal in den Kühlschrank und in der Zeit werden wir uns die Zwetschgen zubereiten. Es duftet auf jeden Fall super, super lecker. Gerade mit den Aromen drin. Selbstverständlich könnt ihr die auch durch natürliche Aromen ersetzen. Die Butter darf bei diesem Teig ruhig weich sein und die Eier können die Größe L haben. Ich werde mir jetzt das Ganze hier schön zu einem Fladen drücken und gerade in der Schüssel in den Kühlschrank stellen und in der Zeit mir die Zwetschgen dann herrichten. Und zwar werde ich jetzt die Zwetschgen waschen, entkernen und halbieren und dann die Hälften nochmal durchschneiden, sodass jeweils 4 Viertel entstehen. Ich zeige das gerade an einer Pflaume. Wir schneiden sie uns auf. Die ist jetzt nicht ganz reif. Holen uns den Kern raus. Und das kann bei nicht so reifen Früchten etwas schwierig sein. Also am besten reife Früchte kaufen, den Kern beiseite legen und dann die beiden Hälften nochmal einfach so durchschneiden. Nicht bis zum ganzen Ende, sondern einfach, dass sie noch zusammenhalten. Und dann haben wir unsere 4 Zwetschgen und so kommen die dann nachher auf den Teig. So, die Zwetschgen sind fertig. Ich habe mir auch schon den Ofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Jetzt können wir uns auch schon die Streusel zubereiten. Ich habe übrigens vorhin beim Teig die Prise Salz vergessen. Die sollte natürlich unbedingt auch mit rein. Ärgerlich, aber ja, ihr macht das natürlich besser. So, Mehl in die Schüssel, dann unseren
Vanillezucker dazu oder auch Vanillinzucker. Oder ihr könnt auch Vanillemark oder einfach Vanillepaste nehmen. Hinzugeben. Ich nehme gern auch Vanillinzucker, damit die Streusel heller bleiben. Wenn ich jetzt so dunkle Vanille nehme, so wie hier, ich habe eins so genommen, dann werden die Streusel so extrem dunkel, finde ich immer nicht so schön. Ich nehme hier jetzt normalen Zucker, damit die Streusel einfach so knuspriger bleiben. Nehme noch einen Teelöffel Zimt hinzu. Ihr könnt auch weniger nehmen oder ein anderes Gewürz verwenden, ganz nach Belieben. Insofern, da hier noch Zimt reinkommt, ist es nicht so wichtig, ob wir den hellen Vanillinzucker oder den dunklen Vanillezucker nehmen. Aber wenn ihr mal helle Streusel haben wollt, dann solltet ihr einfach Vanillinzucker verwenden. Dann nehmen wir uns noch unsere Butter dazu. Am besten wieder in Flöckchen und nicht so im Block wie hier jetzt bei mir. Salz dazu. Das Ganze könnt ihr natürlich jetzt mit den Händen am besten verkrümeln. Dann habt ihr das beste Gefühl für die Streusel. Aber ich werde es aus bekannten Gründen jetzt mit dem Handrührgerät machen. Einfach so lange verrühren, bis das Ganze krümelig wird und schöne Streusel entstehen. Ich habe noch was vergessen. Butter-Vanille-Aroma kommt noch rein. Und zwar nehmen wir da einige Tropfen, 6 Tropfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ihr seht, jetzt entstehen so langsam schon die Streusel. Und an der Stelle ist es wirklich besser, mit Hand weiterzuarbeiten, weil man einfach das viel bessere Gefühl bekommt und die Streusel so ein bisschen formen kann sogar. Einfach jetzt noch mal ein bisschen so zerkrümeln und schon habt ihr wundervolle Streusel. Und ja, jetzt können wir uns das Ganze zusammenbauen. So, wir haben unser Backpapier und den gekühlten Teig. Ist ein bisschen klebrig. Ich versuche es jetzt mal und sonst nehme ich auch etwas Mehl dazu zum Ausrollen. Einfach gerade auf mein Rollholz. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und ein bisschen hier oben drauf, aber wirklich wenig, nur dass einfach nichts anklebt. Und dann können wir uns das Ganze ausrollen. Einfach auf Backblechgröße. Und dann ist der Teig auch schon gleich auf dem Backpapier. Das ist perfekt. Sehr schön. Ich sag mal so, mit gebrochenem Finger ist nicht gut ausrollen, aber ihr kriegt das bestimmt viel, viel besser als ich hin. Einfach gucken, dass man hier noch so ein bisschen in die Ecken rollt. So schön sieht das Ganze jetzt aus. Schön ausgerollt, ungefähr 1 bis 2 Millimeter dick. Und das Ganze kommt jetzt auf die Fettpfanne. Wir geben uns unsere Zwetschgen drauf und unsere Streusel und können das Ganze auch schon backen. Wir holen unsere Fettpfanne und geben das Ganze auf das Blech. Gucken, dass es also wirklich alles passt. So, perfekt vorbereitet ist unser Blech. Jetzt nehmen wir uns 2 Eigelb, verrühren die so ein bisschen miteinander, einfach damit unsere Pflaumen, unsere Zwetschgen am Ende besser kleben auf dem Teig. Und den Teig jetzt schön mit dem Eigelb bestreichen. Ihr hört im Hintergrund, heizt mein Ofen tüchtig vor. So bleibt der Teig auch schön knusprig unten drunter. Die Zwetschgen saften nicht so durch auf den Teig und sie kleben trotzdem sehr, sehr gut daran. Das ist also so ein kleiner Trick. Jetzt können wir unsere Zwetschgen darauf verteilen. Und ihr seht, die kleben jetzt wirklich wunderbar, einfach durch unseren natürlichen Kleber hier, unser Eigelb. Gerne auch so ein bisschen überlappend anrichten. Ich habe was vergessen. Natürlich den Teig noch mit einer Gabel einstechen, das mache ich jetzt noch schnell. Ist nicht unbedingt nötig, aber damit er sich nicht wellt, machen wir das noch. Immer besser. Dann kann so ein bisschen die Luft entweichen. Hier unten ist nicht so schlimm, dass es nicht gepiekt ist. Da passiert nichts, aber natürlich ist es besser, wenn man es macht. Und ihr seht, das ist immer ganz gut, wenn man die zusammenlässt, dann hat man nicht so viel Mühe, sie alle einzeln aufzulegen. Und immer so ein bisschen unter die vorige Reihe schieben. Dann passt auch alles drauf und es ist ein schöner, saftiger Belag. Also so ein bisschen hochstehend anordnen, dann geht auch alles drauf. So wunderschön sieht es aus. Jetzt kommen hier unsere Streusel oben auf und dann kann das Ganze schon gebacken werden. Und los geht's. Lasst uns streuseln. Und es ist gar nicht so schlecht, wenn die Streusel jetzt nicht so riesig sind. Die fallen dann auch so in die Zwischenräume rein.
Schauen, dass überall was hinkommt. Oh, ich liebe das. Und ich glaube, meine Kinder werden ausrasten vor Freude. Jetzt können wir unseren leckeren Kuchen für 75 bis 85 Minuten maximal backen. Perfekt. So, nach 75 Minuten, knappe 75 Minuten, ungefähr 70 bis 73 bei mir, sieht der Kuchen so wunderschön aus. Ihr könnt ihn auch etwas kürzer backen, dann wird es aber nicht so schön knusprig, braun hier oben auf. Und der Vorteil ist einfach, die Zwetschgen sind auf jeden Fall durch. Und ja, aber ich denke, 85 Minuten sollten es nicht sein. Jedenfalls nicht bei mir in meinem Ofen, dann wäre er verbrannt. Also hier sind schon ein bisschen so dunkle Stellen. Also schaut einfach, ihr kennt euren Ofen am besten, wie lange es sein muss. Jetzt das Ganze nur noch so ein bisschen abkühlen lassen und dann kann man ihn schon lauwarm genießen mit einem Klacks Sahne. Und ja, das werden wir hier auch tun. Und dann werden wir ihn gleich zusammen probieren. So, diesmal schneide ich nicht an, sondern ich gebe mir einfach so ein bisschen frisch geschlagene Sahne hier auf mein Stückchen. Und dann probiere ich für euch. Oh, ich finde das so lecker. Für mich muss das unbedingt mit frischer Sahne sein. Und ich probiere. Wahnsinn. Super gut. Also der Kuchen schmeckt wirklich absolut traumhaft. Ein toller Mürbeteig, super, super lecker. Unbedingt die Aromen auch reinnehmen. Einer der besten Zwetschgenkuchen, die ich jemals gebacken habe, definitiv. Obendrauf die knusprigen Streusel, die saftigen Pflaumen, genau die richtige Süße. Also absolut nichts zu beanstanden, wirklich gar nichts. Das war der absolut traumhafte Zwetschgenkuchen mit Mürbeteig und Streuseln. Ein wirklich großartiges, fantastisches Rezept. Könnt ihr übrigens auch einfrieren und am nächsten Tag auch aufwärmen in der Mikrowelle. Dann schmeckt er so wie frisch gebacken. Also wirklich ein traumhaftes Rezept. Unbedingt probieren und schickt mir dazu auch eure Fotos auf Facebook und Instagram. Alle Links dazu findet ihr hier unten in der Infobox, wie auch das Rezept zum Ausdrucken. Und ich freue mich natürlich über eure Kommentare. Gerne mit Tortenwunsch oder auch gerne mit euren Lieblingsrezepten für einen tollen Zwetschgenkuchen. Und wir sehen uns nächste Woche hier wieder, spätestens Sonntag um 10 Uhr für ein neues Torten- oder Kuchenvideo. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, der kann das gerne hier einfach unten tun. Hier unten die kleine Glocke auch drücken, dann bekommt ihr alle Benachrichtigungen, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ja, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin bleibt gesund. Tschüss!